Hallo, diesmal ist es zwei Zahnräder für die schwedische Bohrmaschinengetriebe an der Reiche. Jawohl, diesmal spreche ich Deutsch. Und meine liebe finnische Schauer müssen die Untertitel gucken. Okei. Jos et sä osaa saksaa, niin tosta voi aktivoida, jostain täältä voi aktivoida noi tekstitykset. Näissä videoissahan on aina tekstitykset myös suomeksi. Also, erst möchte ich reden über meine Motivation, diese Videos zu machen. Zuerst, es macht viel Spaß. Ja, das ist wichtig. Und dann gibt es auch eine andere Ursache. Und das ist, diese Alzheimer kommt in meine Familie. Und das ist ganz möglich, dass ich diese Krankheit bekomme. Aber ich kann verzögern diese mit neue Dinge zu lernen. Jeden Gang, wann man eine neue Dinge lernt, deine Gehirne baut neue neurale Weg dit. Und das ist immer gut. Also, ich habe neue Dinge gelernt, zum Beispiel Musik spielen. Und das ist ganz neue Dinge für mich. Okay? Ja, okay. Diese zwei Zahnräder. Eins ist groß und ich kann nicht erinnern, wie viele Zähne. Es hat aber die Modul ist 1,5. Und dann gibt es eine kleinere, auch Modul 1,5. Ich habe diese Modulfräser für diese Zahner nicht. Ich habe die Modulfräser für 1,5 Modul bestellt, aber es befindet sich irgendwo zwischen Bulgarien und Finnland. Also, ich mache ein Video nun in Deutsch und es ist völlig möglich, dass ich mache auch ein anderen Video, weil diese Modulfräser möglicherweise kommt nicht in Zeit. Okay. Also, ich muss diese Kleidung austauschen und meine Haare binden und danach kann ich mit dieselbe Arbeit anfangen. Jaha. Bevor ich anfange mit diese, muss ich Öl nachfüllen hier. Diese Hauptschlitten hat eine Leck, es leckt Öl. Und dann gedachte ich, wohin kann es lecken? Weil diese ist ein Ölbad. Also es gibt keine Loche. Es gibt eins. Und das ist die Loche, welche ist verwendet zu leeren, diese. Aha. Und dann habe ich diese Prop, weiß nicht, was das heißt in Deutsch, diese entfernt und dann gucke ich diese und merke, dass es ist nicht Originalteil von Weiler. Und diese Dichtungsfläche hier ist nicht, es kann nicht dichten. Also, es ist diese Prop. Das leckt. Okay, also, nicht nachfüllen, sonst austauschen hier. Also,
In Weiler, diese Modell, das ist so, dass man muss eine Deckel hier entfernen. Es gibt zwei ganz kleine Schraube hier, welche man muss erst ausschrauben und danach kann diese Deckel entfernt werden. Und jetzt hat es Schmutz, Staub, was immer. Und bevor man das tut, muss diese Umgebung, es muss reinig sein, so dass keine Späne kann dort gehen. Okay. Also, und dann man muss beachten, dass dieses kleine Schraube nicht drin tropfen. Das sollte eine Katastrophe sein. Okay. Wie viel? Ja, diese Öl ist Vactra 20. Das ist ein Wegöl eigentlich. Und es kann hier verwendet werden. Also, ich gucke hier diese Ölglas und das ist genug nur. Also 1,5 Liter, glaube ich. Und nun hoffe ich, dass es leckt nicht. Normalerweise, diese leert sich automatisch. Das dauert 1 Monat und dann es ist leer. Und das ist ein bisschen zu viel für mich. Nächste Sache zu tun ist ein Aluminiumscheibe für die erste. Ich mache eine Röhrlinge für diese erste Zahnrad. Ja. Diese Aluminiumscheibe muss in diese Futter befestigt werden. Diese Seite ist glatt und es ist präzis, so dass es ist recht winkel mit dieser. Aber diese Seite, das ist gesagt, maschiniert mit einer Bandsäge, so dass es ist nicht gerade und es ist gekippt 0,5 mm. Also muss ich diesen Plan drehen. Aber erst muss diese Backen umdreht werden. So, ich nur nehme diese raus und danach umdrehe ich ihn und dann befestige ihn zurück.
Fertig. Und jetzt die nächste Operation ist diese Scheibe hier befestigen. Lass uns sehen, wie es geht. Okay. Diese Fläche muss plangedreht werden, so ich kann es ein bisschen knocken. Und diese Methode hier ist, dass ich habe eine konstante Drehung hier, so dass lass ich das schauen hier, so dass ich habe es nicht völlig zieht und dann ich knocke und diese geht ein bisschen mit jedem Knock. Und ich knocke, wo die Backen sind. So, das, ich glaube, das ist nun gut. Wie sieht es aus? Ja. Und das ist Aluminium. Also das meint, die Späne kann schrecklich sein. Und ich verwende diese WNMG Insert. Was heißt das in Deutsch? Insert. Ich glaube, das ist ein Insert. Ja. Und dann die das ist jetzt, nun, das ist 1200 Umdrehungen pro Minute. Das ist, ja, lass uns sehen, was passiert hier. So, und dann, wann ich eine Plandrehung mache, ich immer verwende diese Schlüssel. Ich sperre diese Hauptschlitten in einen gewöhnlichen Platz, wie diese. Und dann, ich verwende Oberschlitten zum diese Position. Okay, da geht es nun. Ja. Und dann die Richtung ist korrekt. Diese Vorschubrichtung, das ist immer eine Überraschung, in welche Richtung es geht. Ich weiß nicht, warum es ist so, aber okay, halb Millimeter. Ich glaube, diese muss 20 Millimeter sein. Aha. Also 20 Millimeter betragen. Also nö, jetzt. Das Futter, das Vorschub war zu langsam. Okay, die Späne bricht und das ist gut.
bekommt nicht sauber. Hier haben wir einige Stellen und diese Oberfläche ist glatt und ganz schön. Oh, gut. Ah, los geht's. Ah, diese. Kann das besser sein? Nein, dann kann nicht besser sein. Das sieht richtig gut aus. 20,8. Und dann umdrehe ich ihn. Diese Fläche ist nun ganz gerade. Und diese Fläche muss absolut sauber sein. Ob Sie haben ein Span hier oder hier, so dann haben Sie ein gekippt Werkstück. Oh ja. Sollten gut sein. Naja, ich habe meine Pläne geändert. Diese geht nicht zu drehen wie diese. Wenn man diese umdreht und so weiter, so bekommt diese nicht parallel, diese Fläche. Aber haben man eine Stange hier, wie diese, und dann diese sitzt in die Mitte, so dann kann man beide Seiten drehen und dann bekommt es genau. Und man kann auch diese Fläche drehen. Man muss hier ein bisschen entfernen. Und eine mehr Dinge hier ist, dass man muss eine Zahnrad hier fräsen. Also, das geht nicht, ob man hat keine, wie diese da, eine Achse.
Also, next, ich soll hier 16 Millimeter, 60 Millimeter Loch bohren und reiben. Und danach, ich habe hier 60 Millimeter Material, 60 oder 16? 50, 15. Ah. 16. Meine Nummern sind ein bisschen verwirrend. Also, so, ich klebe diese Achs hier und danach können wir diese fertig machen. Und wir können auch diese Futter austauschen nach ein Spanzange Futter, welche ist besser zentriert als diese. Ein 16 Millimeter Loch. Der Genauigkeitsmessung. Ja, lass uns sehen, wie viel diese Spanzange Futter wirft. Ich habe es nicht justiert, nur in seinen Platz befestigt. Und das ist alles.
Und nun sehen wir, dass wir haben hier, ich glaube, 200 Millimeter. Und das ist alles. Und das kann möglich sein, dass diese Werkstücke ist nicht, ja, aber jeden Fall, das ist sehr gut. Ja. Ein 16 mm Don. Die Wendeerklärung. Ja, so. Jetzt ist diese geklebt und ich habe es umdreht, sodass diese Seite ist einfacher für mich zu drehen. Es bekommt hier ein bisschen Form hier. Aber diese Rückseite hier, das soll ich nun geradigen, also das gerade machen. Und ja, ich habe hier eine Linkswerkzeug, welche kann diese tun und ja. Und ja, ich glaube, das ist einfach zu verstehen, was ich hier tue. Das Drehen der Form.
die Sprache, Ja, ai gute wie. Ja, das ist ganz früh morgen. 6 Uhr, glaube ich. Und ja, ich bin ganz frisch, gut geschlafen. Diese Teil, das bekommt ein Zahnrad. Es fehlt die Zähne hier. Und ich kann das nicht fortfahren. Bevor ich habe eine Modulfräser. Also, diese muss warten. Aber diese ganze Teil besteht auf zwei Teil. Es hat, nein, drei eigentlich. Es hat drin haben, wann es fertig ist, sollen da inne ein Kugellager sein. Also, das ist, ja, also nachdem ich habe diese Zähne gefräst, soll ich eine Loche bohren, eine Aussparung für diese Kugellager und danach haben wir hier oben einen Deckel. Und dieser Deckel hat zwei Funktionen. Erst haltet diese Kugellager drin, so es kann nicht ausfallen. Und dann haben die andere Funktion ist, dass es funktioniert mit einer Welle hier, so dass wenn das Welle dreht, so es gibt ein bisschen seltsam Loche in hier, in diese Deckel, welche dann dreht die Deckel und dann die Deckel dreht die ganze Zahnrad. Und da kann ganz große Kräfte waren. Also es kann nicht auf Aluminium gemacht werden. Also ich soll diesmal es auf Werkzeugstahl machen. Ja, hier habe ich einige Stück auf diese ist mein Stock. Und ich habe diese gekauft mit diese war ganz preisgünstig. Und wann ich gekaufte diese, merkte ich, dass diese Verkäufer hatte jeden Stück markiert, was ist es für ein Werkzeugstab. Nämlich, es gibt viele Art hier. Ich habe Swerker 21, welche ist sehr gut, wenn man will eine hart und nicht so, man kann, es ist wie ein bisschen wie Glas. Also man kann auf diese zum Beispiel ein Messer machen für Drehbank. Denn dann haben wir Elmax. Und Elmax ist auch ein bisschen, es ist nicht so hart wie diese Swerker, aber es ist hart und es kann viel schleifen. Ich meine, es hat ein hartes Schicht. Ja. Und dann haben wir Stahl, welche alle Leute, die machen Messer, ich meine die wirkliche Messer,
So, diese ist gut Stahl für diese Messer. Also, das ist Sleipner. Sleipner ist wirklich gut für Messer. Und ich habe ein ganz großes Stock von diese. Und dann gibt es hier Vanadis 4, welche ist irgendwo da. Das ist ein bisschen, das ist ganz wie diese Sverker, aber es kann Hitze, es, das ist tolerant für Hitze. Also es verliert seine Härte, wann es bekommt heiß. Also das ist gut für, ich weiß nicht, was ist das gut für, aber ja. Und dann haben wir Formax. Diese Formax ist eigentlich nicht Werkzeugstahl. Sonst denn das ist ein ganz gewöhnliches Baustahl, aber es ist sehr konsistent und hat sich, was heißt das, wann man diese herstellen, bekommt es Spannungen, ja, Tensions, Spannungen drin. Und diese hat keine. Also, wenn man das zerspannt, haltet es seine Form. Ja, deswegen Formax. Ja, und das ist gut für Allgemeinstahl. Ja, und diesmal habe ich hatte eine Klump von, eine Klopfe von Unimax, welche war angenehm in seiner Form und Größe. Und deswegen verwende ich diese. Und diese kann auch ohne Härtung verwendet werden. Also da ist es ist nicht benötigt, diese zu härten. Das ist sehr gut, ohne Härtung. Ja, also, bis bald in meiner Leite. Ja, in meiner Drehbank. Also, bis bald. Hartes Material. Ja, diese ist Unimax, also Werkzeugstahl und die endgültige Außerdiameter sollten 60 mm sein und diesmal es ist 64, ich glaube. Ja, 64. Und es sollten eine Scheibe bekommen, welche ist 7 mm dick. Ja, mal sehen, wie hart diese ist. Es kann eigentlich ganz hart sein. Also, lass uns nun sehen. Und ich habe diese 4 Packen Futter ausgetauscht. Ja, lass uns sehen. Ja, es ist hart. Hahaha, jette. Aber ich glaube, das ist kein Problem. Das geht. Dann bekommen wir ein ganz gutes Flache hier. Oh, schön. Aha. Langsam hier.
Okay. Gut. Und diese dreht am Moment 800 Drehungen pro Minute. Also, und das ist maximal diese Backfutter. Diese Futter kann gedreht werden. Das ist eigentlich ein ganz großes Klump auf Gusseisen. Okay, mal sehen, was passiert hier. Ja, das ist hart. Ja. Ah. Ja, ja. Sehr gutes Oberflächenqualität. Und nun, das Außerdurchmesser. Alles ist... Okay. Und die Worsup-Richtung. Ist das korrekt? Nein. Ändert sich. Das ist eine Überraschung. Ja, wirklich. Also, nun starten wir hier und wir nehmen nur 0,25 mm raus hier erst. Und dann sehen wir, wie viele mehr kann man drehen. Das geht besser. Nicht so. Ja. Gehen wir weiter. Aha, ein bisschen mehr. Nun glaube ich, es dreht die ganze Weg, bekommt völlig reinig. Und diese Masse ist nicht kritisch. Nur, ja, aber es bekommt ganz genau nur. Ai. Aha, okay. Will nicht ein Bevel da machen. Ja, gut. Und jetzt diese Loche, größere bohren. 12,5 und das ist gegeben als Radius. Also 25 mm. 22 mm. Und nun, diesmal, wann ich bohre Metall so hart, so muss Drehungen ganz
man muss das ganz langsam drehen. Nicht wie 800 Drehungen pro Minute, sonst möglicherweise 100 sollte besser klangen. Nun muss ich auch diese klopfen, so dass es anfängt nicht drehen in die Reitstock. Ja, okay. Und dann meine Geschwindigkeit. Ich nehme die nächste. Nee. Okay. Aber diese kann auch ganz viele Kräfte haben. So, ich nehme die Gang. Heißt das Gang? Möglicherweise. Reduzieren diese Geschwindigkeit und nun gucke ich hier. Das sollte ungefähr 200. Nein, das ist ein bisschen nicht so viel, aber das sieht gut aus, eigentlich. Und nun, ich versuche erst, was passiert hier, wie es reagiert hier. Ja. Ja, lass uns sehen. Man muss ganz kräftig drücken hier. Okay, nun. Ein konstant Druck haben, sodass diese gehärtet sich nicht, diese Stahl. Das kann passieren, dass es gehärtet sich und danach, das ist unmöglich mit eine Bohrer hier gehen. Also schnell weg. Oh ja, okay. Dann gehen wir mit diesen Stellungen. Oh man. Okay. Das war nicht gut. Ich muss diese klopfen sehr. Okay. Juhu, das ist durch. Oh ja. Ja, man kann diese drehen, aber man muss nicht große Geschwindigkeit verwenden und eine konstant Druck haben, so dass das scratcht nicht. Danach härtet diese, das passiert ganz schnell. Genaues Licht. Also, hier habe ich meine Bohrstange. Also, ich muss es so justieren, so passen, dass dieser Teil hier so kurz wie möglich ist. Und ich sehe hier, dass es kommt durch. Ja, momentan es kommt. Und dann mache ich so das. Ich habe es hier.
muss auch sehen, dass diese diese Oberschlitten nicht berührt dieses Werkstück. Okay, ich muss meine Sperre hier anpassen, so dass es geht nicht weiter als das. Da. Okay. Nun stoppt es, bevor es berührt dieses Werkstück. Und jetzt anpasse ich diese Teil auch, so dass es kommt ungefähr 1 Millimeter raus, die Rückseite. Und dann, das ist gut. Okay, nur just festziehen und es ist da. Ja. Und diese dreht man, ich glaube, wow. 800 Umdrehungen. Möglicherweise jawohl. Und dann ja. Dann berühre ich diese Oberfläche hier. Ja. Ha, das war schon in Null. Also 0,25. Das ist meine Ziffer. Und die Vorschub beträgt 0,076 mm pro Drehung. Und das schneidet es sehr schön und das wirft Späne. Wow. Muss diese haben hier. Okay. Hoho. Das ist, diese Oberfläche ist sehr schön. Ja, dies ist eine Werkzeugstahl. Das ist schön, weil es bekommt immer ein schönes Oberfläche. Ob man haben die korrekte Werkzeug hier. Aber es kann auch schrecklich sein. Nächster Gang und nun bekommt es auch Späne. Lange Späne. Nicht gut. Aber, okay. Oh, wirft diese. Ich glaube, ich messe ihn nun. Jetzt. Ja. Okay. Aha. Es kommt ganz schön. Und dann sehen wir was. Das ist nicht gut. Ich nehme einen anderen Mikrometer. Nämlich, ich will diese so sein, dass ich kann hier mit Finger drehen. Und das konnte man nicht mit diese Mikrometer tun. So.
ein bisschen mehr. Wir sind nahe, ja, jawohl. Okay. Nun wackel ich ihn hier zwischen und dann komme ich nachher mit diese und wann ich fühle, dass okay, hier sind wir, ich kann lesen hier. Und es ist 23,25. Okay. Ich passe meine Skala hier, so dass ich weiß, wo wir sind. Nicht da, sonst da. Okay. Ja, und wann ich habe diese getan, sollte es ein genau Millimeter betragen. Also. Nein, es sollte 23,5 Millimeter betragen. Manchmal arbeitet mein Gehirn mit dem Rückwärtsgang. Jaha. Nun sollten es ein genau Millimeter betragen. Mal sehen, was es hat dafür ein Lochgröße. Aha. Ja, ich glaube, das sieht die da auch. Also, das ist ein bisschen unter. Auch beim Ablesen des Mikrometers gibt es Verbesserungspotenzial. Es ist bisschen unter. Es sind tatsächlich bisschen unter 23,5 Millimeter. Los geht's. Okay. Nun sollten es genau 23 Millimeter betragen. Aha, wir sehen. Okay. Ja, in meinem Universum wird das Loch kleiner, wenn man es nach innen dreht. Ja, ein bisschen unter. Nein, das ist 24 nun. Ach, das bekommt größer, nicht kleiner. Das ist 24, also 1 Millimeter mehr. Nur 1 Millimeter mehr. Jaha. Jetzt sollten es, 24,5 Millimeter sein. Das ist immer, das ist rückwärts, es bekommt größer, nicht kleiner. Also ein halbes Millimeter und dann, das ist fertig. Ich glaube, es sollten ein bisschen größer als das sein. Ja. Ich mache es ein bisschen größer. So. Und dann, die letzte. Und das soll ich, als gesagt, ich soll es ein bisschen größer machen.
200 Millimeter größer. Das ist die letzte. Und nun, ich mache so, dass die Klinge berührt die Oberfläche nicht, wenn ich diese zurücksetze. 25,02 sein. Mal sehen, was das ist eigentlich. Nicht weit. 25,1. Das ist gut. Wir müssen hier eine Aussparung machen. Und diese Aussparung beträgt 4 mm tief und 35 mm. Okay. Alles ist gut. Kann ich. Will nicht diese manuell machen. Und das ist 4 mm. Ist das? So, ein anderer 0,25 mm. Okay, weil diese ist eine ganz langweilige Operation, so ich nehme eine andere Position für Kamera und dann laufe ich diese in Schnellvorlauf. Okay? Der Lesefehler. Ich habe hier einen Fehler gemacht. Es ist so, dass ich muss meine Dokumente genau lesen und was ich habe gelesen auch verstehe. Also, diese Aussparung soll nicht 4 mm tief sein. Es soll 1 mm tief sein. Das ist nur eine Aussparung, welche macht so, dass diese scratcht die Kugellager nicht. Also es unterstützt es die äußere Teil von Kugellager. So, deswegen es muss eine Aussparung hier haben. Okay. So. Und ich versuche diese mit Hand, es ist nur 1 Millimeter, es geht viel schneller, dieser Weg. Und diese Tiefe ist nicht kritisch. Ja. Ein Millimeter Aussparung. Das Drehen des Außendurchmessers. Also, nun soll ich diese Außerdiameter drehen
Und diesmal die Schnitttiefe ist wirklich 4 Millimeter. Ja, so, und das muss ich ganz viel drehen hier aus, so dass diese Durchmesser darin sollten 40 Millimeter sein. Also das dauert ganz lange so. Ich mache ja, ein bisschen Musik hier und dann gehen wir. Drehen mit Musik. Präzises Drehen. Also, nun sollte es, ich glaube, ganz nahe 42 Millimeter sein, diese Masse hier. Und diese Masse muss ganz genau sein. Also, ja. Lass uns sehen, was es ist nun. Das ist 42,15. Und sehen, was passiert nach diese. Das ist ein bisschen schwierig. Okay. Das beträgt ein bisschen über. Ja. Wie viel beträgt das nun? Ja. Das ist ein genau Millimeter. Okay. Jetzt sollten wir 0,22 Millimeter übrig sein. Hier. Das ist die letzte Operation. Und ich lasse das Klinge da sein. Eigentlich ich riegel diese Hauptschlitten. Ich habe diese, nun kann man nicht diese Hauptschlitten bewegen. Und nun messe ich hier. Das sollte ein bisschen unter 40 mm sein. Ja, das ist sehr gut. Okay. Ich habe hier ein übrig 0,1 mm. Das ist nicht 4 mm tief. Nun verschube ich die letzte hier mit Oberschlitten und dann komme ich zurück mit dieser. So, ich plandrehe diese Fläche.
und ich versuche manuell diese. So, wir benötigen eine Mikrometer wie diese. Und, das ist nicht mein Favorit. Ich habe immer Schwierigkeiten mit diesem Typ von Mikrometer. So, so. Ja, das ist 500 Millimeter zu tief. Also, ich muss auf diese Fläche hier, diese 0,5 Millimeter entfernen. Ja. Riegel, die Hauptschlitten hier. Und dann berühren. Und das ist, und wir brauchen nur, und nun, diese ist so genau, diese Operation, muss das ganz genau berühren. Ja, man kann hören, dass es berührt sich. Und nun 500 Millimeter. Wow, das ist nicht viel. Okay. Ich weiß nicht, wie man diese handelt. Jawohl, das ist genau. Gut. Das ist soweit fertig, aber ich muss es trennen. Und das mache ich mit einer Trennklinge, mit diesem Apparat. Oh, wow. Das ist dieser Apparat mit Öl. Und jetzt wollte ich hier berühren, diese. So, ich habe hier diese Reiseanzeige. Ich habe diese jetzt, das ist genau in diese Fläche hier. Diese Fläche. Und jetzt will ich diese Reiseanzeige 0 stellen. Null, wie diese. Also ich kann nun diesen Weg nehmen hier, diesen Weg nehmen, wie diese. Und jetzt, also das war 0 und 7 und danach 2 mm für diese Trennklinge. Und der nächste Stopp ist diese Hauptschlitten hier. Schließen, sperren, so dass es kann nicht bewegen. Und dann diese ist sperrt, kann nicht sich bewegen. So die einige Dinge, das bewegen kann, ist diese Kreuzschlitten. Also Querschlitten heißt das. Entschuldigung. Und jetzt trenne ich diese. Hartes Material trennen. Aha. Ein bisschen Öl hier.
und nicht ein bisschen, ganz viel eigentlich. Wir brauchen viel in diesem Fall. Okay, das ist gut. Und es kommt, du kannst da sehen, wie es kommt. Wie diese. Und diese drehen man rückwärts, wie diese. Mal sehen, wie das reagiert. Okay. Das ist nicht gut. Das ist die erste Gang, ich habe Schwierigkeiten mit Resonanzen hier. Muss ein bisschen langsamer drehen. Ja, das ist besser. Nein, das ist nicht gut. Okay. Dann die nächste Operation, das bekommt nur eine andere Frequenz. Ah, so. Was ich nun verwende, ist meine Geschwindigkeitsmodulator. So, mal sehen, was das macht. Ob das eliminiert diese Resonanz. Ja, ganz völlig. Ein bisschen haben wir, aber nicht viel. Und man soll nicht diese Klinge scratchen. Ich meine, ja, scratchen. Das danach härtet dieses Material sich. Oh, kein Hitze. Und das ist gut. Also, ja, wir haben 1 Kilometer mehr. Das resoniert und nicht gut. Ich versuche mit dieser dann. Das ist ja, das hilft. Man muss ganz viel drücken hier haben. So, es resoniert nicht. Aha. Ich glaube, ich muss noch verlangsamen es. Das ist lass uns sehen. Ja, das hilft auch. Was ist das? Warum? Aha. Ich probiere diese nun. Oh, das läuft einen Moment. Wow. Oh, das ist ganz schwierig. Man.
So. Ah, wo ist meine Öl? Ha. Mehr Öl. Ja. Schneidöl ist sehr wichtig hier. Diese Klinge kann klebern in diese Rille. Und dann, das ist Spiel kaputt. Das ist das ganze Klinge und meine Werkstück und alle könnten kaputt sein. Ja, okay. Mehr Geschwindigkeit möglicherweise. Jaha. Das ist schrecklich. Ja, wirklich. Okay. Fortsetzen. Ich denke nun, das ist Zeit, diese ein bisschen feilen hier. Also, jetzt. Und wir brauchen diese. Ah, Öl. Ich glaube, das ist leer. Ja. Oh. Man kann fühlen, wenn es gibt nicht mehr Öl. Und man kann das auch hören. Okay, jetzt fortsetzen. Ja, nun gibt es Öl. Ich glaube, wir sind ganz schon da. Ich kann fühlen, wie es bekommt leichter. Ja, ich kann auch sehen, wo das Schnittstelle ist. Und schon droppt es. Ja. So. So trennt man Werkzeugstahl. Und diese Trennklingehalter ist sehr, sehr gut. Und das ist wirklich die erste Gang, ich hatte Resonanz mit dieser. Also, aber das ist Hartmaterial, heiß und Hartmaterial und auch diese Durchmesser ist nicht klein. Also das alles meint, dass Glück hatte ich diese Frequenz, diese Geschwindigkeitsmodulation, welche hilft ganz viel, wenn man will Resonanz medizieren. Sehr scharf eigentlich. Scharf, ich meine heiß. Und ja, ich glaube, das bekommt gut. Das Fazit. Jawohl, das war alles für diese deutschsprachliche Episode. Ich kann nicht weiter diese machen, weil ich habe diese Modulfräser nicht.
Das kommt den 10. nächsten Monat, also das ist möglich. Ich habe das in die nächste Episode. So, und diese Episode bekommt auch deutschsprachlich. Ja, und ich hoffe, Sie haben diese meine ein bisschen verwirrende deutsche Sprache genießt. Ja, ich habe das tun. Das öffnet neue neurale Wege. Jawohl. Ja, ich habe gelernt ganz viel Deutsch in dieser Episode, wann ich diese gemacht habe. Also, ja. Also, bis nächste Episode. Tschüss.